Hallo liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner, mein Name ist Daniel, ich bin von sporendteile.de, beziehungsweise heute sollte ich eigentlich sagen, mein Name ist Daniel, ich bin von modellbaumechling.de, denn wir sind heute in H0 unterwegs und wir haben ja auch einen kleinen, sehr kleinen H0-Shop und wir sind heute bei Konzeptbahnen. Und Konzeptbahnen haben wir ja schon mal vorgestellt, die kleine Industrie, und Dodo hat ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Es kommt immer wieder die Frage, ob es das noch auch in H0 gibt. Ja, hier, also es gibt es auch in H0. Ist ein bisschen größer. Ihr seht hier jetzt die Anlage Kehrwendel. Die ist auch nach einer Idee von Lomnicki. Die gibt es eben auch in N und hier jetzt in H0. Ich zeige euch jetzt nicht, wie wir die aufgebaut haben, weil im Endeffekt der Aufbau analog zu dem in Spur N ist. Also ihr bekommt eure Platten und schraubt die zusammen oder klebt die zusammen, je nachdem, was euch da am liebsten ist. Was jetzt bei der Anlage ein schöner Vorteil ist, weil sie ja auch so riesig ist, die ist teilbar. Also ihr habt hier zwei Elemente, das ist einmal hier und einmal hier. Und es ist auch so gemacht, dass ihr das tatsächlich trennen könnt. Ihr müsst natürlich die Gleise in dem Zug bearbeiten, weil das vom Gleisplan ja sonst so ein kleines Stückel gewesen wäre, dass man halt genau da den Gleisanschlag machen könnte. Ihr seht auch schon, da fährt was und das ist aktuell im Schattenbahnhof. Also wir haben hier einen Schattenbahnhof, da könnt ihr jede Menge Züge drin verstauen. Wir fahren hier jetzt auch ganz bewusst mit 4 Anhängern, damit ihr auch sehen könnt, dass auch ein etwas längerer Zug da überhaupt gar kein Problem ist. Wir haben ja auch oben hier den Bahnsteig, den seht ihr jetzt nicht so gut, aber da blenden wir euch ja dann noch Detailaufnahmen ein. Da passt auch locker der Zug mit den 4 Anhängern hin. Apropos Schattenbahnhof, wir haben hier 5 Gleise, also ihr habt wirklich viel Spielraum, um eure Züge unterzubringen. Und ihr habt eben, wie gesagt, auch den langen Bahnhof, damit auch die langen Züge, die im Schattenbahnhof sind, im echten Bahnhof gut zur Geltung kommen. Wir haben eben, wie gesagt, hier den Hauptbahnhof, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann können wir hier hinten auch noch so eine kleine Industrie machen. Und was ganz nett ist, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt noch ein bisschen mehr rangieren oder ihr wollt vielleicht noch eine Schiebebühne oder sowas einbauen, könnt ihr natürlich hier hinten, was ihr jetzt nie seht, noch ein Brett draufschrauben und könnt da so eine richtig ausufernde Rangieranlage einbauen. Die Anlagen gibt es aktuell für das C-Gleis von Märklin und für das Trix-Gleis. Ihr könnt die aber auch auf Wunsch mit dem Pico A-Gleis zum Beispiel bekommen. Da müsst ihr euch einfach direkt an Herrn Binder von Konzeptbahnen wenden. Jetzt ist natürlich auch die große Frage, wo kriegt man das? Weil bei Sporendteile ist es natürlich schwer. Wie gesagt, wir haben einen eigenen Online-Shop für H0. Da haben wir ganz wenig unserer Eigenmarkenzubehör, aber das ist sehr schön. Also auf modellbaum-mechling.de bekommt ihr die H0-Anlagen und jetzt auch ganz neu in dem Konzeptbahnen-Shop. Da könnt ihr auch dann direkt bestellen. Genau, so, was habe ich jetzt nur vergessen? Genau, also das sind ja 2 Teile. Hier übrigens auch wieder nur verschraubt, nicht geklebt und es trägt sich komplett selber. Ihr seht im Bildanschnitt vorne, wenn ich jetzt nicht hinzeigen, ist zu groß, das steht hier auf 6 Stelzen. Sind es wirklich nur 6? Ja. Es sind nur 6 Stelzen und das trägt sich von allein und ich kann mich hier auch noch aufschützen und wahrscheinlich kann ich da drauf auf Tango tanzen, aber dann gehen die ganzen Häuschen kaputt. Ich finde auch, irgendwie hat H0 schon was, auch wenn mein kleines Herz natürlich Spur-N-Bahner ist. Aber allein, was hier so ein Gewicht von so einer Lok ist, das ist schon irgendwie beeindruckend. Und was auch ganz toll ist, also wir haben hier 4% Steigung, Radius 1 zum Teil, also diese Kurve hier. Das ist der H0-Lok vollkommen egal. Das ist in H0 einfach doch schon deutlich schöner. Da muss man nicht so gucken, was los ist. Haben die eigentlich Haftreifen? Mal gucken, wenn ich sowas schon in der Hand habe. Ja, die haben sogar Haftreifen, obwohl die hier... Was wiegt denn so eine Lok, Klaus? Keine Ahnung. 200 Gramm, 300 Gramm? So ein Stück Butter ist das schon. Ja, 300, 400. Ja, also 2 Stück Butter. 2 Stück Butter. Weiß es nicht. Also vorbeikaufen, so eine Lok kriegen sie 2 Stück Butter dazu. Also wir haben 4% Steigung auf der Anlage. Im Endeffekt ist es wie in N ja auch. Habe ich jetzt 2% oder 4% gesagt? Wir haben 4% Steigung, ich sage es einfach nochmal. Und ihr könnt es noch anbauen, ihr könnt es erweitern und was natürlich das Tolle ist, ihr könnt es ausgestalten, wie ihr lustig seid. Also ihr habt die Grundstruktur, ihr bekommt immer das Holz geliefert. In diesem Bausatz tatsächlich auch sogar die Schrauben, damit ihr die 2 Teile zusammenschrauben könnt. Beziehungsweise das sind halt so Flügelmuttern. Ja, Nicken aus der Ecke.
Und dann könnt ihr das eben schön immer wieder auseinander und zusammenschrauben. Das ist dafür schon vorbereitet. Ihr müsst es nicht komplett aufbauen. Und jetzt habe ich einen Punkt vergessen, den ich gerade sagen wollte. Genau, es ist natürlich nicht nur vorbereitet dafür, dass ihr es zusammen und auseinanderschrauben könnt, sondern ihr habt auch unter den Weichen immer schon eine Aussparung für die Weichenantriebe. Ist das dann auch individuell, je nachdem, was für ein Gleissystem ich benutze? Ja, es ist. Ich habe einen Daumen bekommen. So ein bisschen Teleshopping heute. So der Experte im Hintergrund, der nichts sagen möchte, aber immer wieder lächelt und nickt. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass ihr eben auch weiter vorne, zeigen wir euch nochmal Detailaufnahmen, hier so das quasi schon vorbereitet habt für das Weingut, weil das gefällt mir nämlich sehr gut, dieses Noch-Weingut. Wie heißt das? Bühlerhäuser, glaube ich, so ähnlich. Gibt es ja auch in N. Wie auch in Spur N sind hier natürlich alle Sachen schon vorbereitet für die Hackbrücken. Die seht ihr auch hier vorne im Vordergrund. Ne? Wenn ihr die Anlage in Spur N schon kennt, dann kennt ihr wahrscheinlich auch das Viadukt, was sich hier abzeichnet. Das ist hier jetzt nur eine Brücke. Da ist nämlich das Problem, es gibt keine passende Brücke in diesem Radius. Aber es ist ja schon so vorbereitet, da muss man sich halt selber dann eine Verkleidung zimmern. Aber das gehört ja auch dazu, zur Modelleisenbahn, dass wir selber kreativ werden. Und hier kann man halt wirklich schön kreativ werden. Apropos kreativ werden, nee, das hat jetzt nichts damit zu tun. Es geht eigentlich noch um die Technik. Ihr habt natürlich auch unten auf der Unterseite schon immer für die jeweiligen Kabel oder Weichenantriebe und so weiter und so fort. Also wo ihr Kabel ziehen müsst, ihr habt Kabeldurchbrüche schon mit eingelasert, dass euch das Ganze erleichtert wird. Auch wenn die hier jetzt nur verschraubt ist, das ist ja nur, weil wir sie jetzt hier als Musterstück aufgebaut haben fürs Video, damit wir euch das zeigen können, würde ich euch wirklich immer empfehlen, verkleben und verschrauben, weil die Schrauben halten natürlich die Teile dann so lange in Position, bis der Kleber getrocknet ist und es ist halt einfach stabiler. Also natürlich jetzt nicht die Hälfte und die Hälfte miteinander verkleben, außer ihr wollt die ja nie wieder raustun, aber es ist ja eigentlich vorbereitet, dass ihr es eben nicht verkleben müsst. Also ihr habt zwei Module, die ihr separat verkleben könnt. Was mir jetzt persönlich auffällt, was ihr wahrscheinlich gar nicht so mitbekommt, ist, weil ich ja das Lavalier-Mikrofon habe, dass die zwar schöner und größer und zugkräftiger sind, diese Lokomotiven, aber halt, da ist auch ordentlicher Lärm dann da. Also eine Schalldämmung, gerade mit diesem Tricksgleis, würde ich euch jetzt dann doch empfehlen, weil in Spur N ist es ja nicht irgendwie unbedingt notwendig. Aber die größeren Waggons haben natürlich auch einen größeren Resonanzkörper und das hört man dann ganz deutlich, gerade wenn jetzt hier 4 Waggons hintereinander fahren. Und auch wenn es A0 ist, tatsächlich wird das meistens von uns verschickt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Sendungsankündigung bekommt und dass ihr dann auch da seid. Weil ihr seht es ja an der Anlage, sind wahnsinnig viele Pakete, das ist recht groß. Und ich glaube, das möchte niemand vom nächsten Blumenladen abholen. Die Sachen werden nicht als Palette verschickt, sondern tatsächlich mit der Paketpost, also bis zur Haustür, nicht nur bis zur Bordsteinkante. Aber da macht es dann natürlich auch Sinn, wenn ihr da seid. Das sind, glaube ich, 4 oder 5 Pakete mit je um die 20 Kilo. Der Postbote freut sich, aber mein Gott, ist halt sein Job. Wir müssen es ja auch hochtragen. Ne? Genau, dann habt ihr jetzt mal gesehen, dass es sowas wirklich auch in H0 gibt und nicht nur immer davon gesprochen wird, dass ich sowas schon mal in H0 gesehen habe. Wie gesagt, ihr könnt auch sehr, sehr gerne, wenn euch das interessiert, auf Modellbau-Mechling vorbeischauen. Da findet ihr sehr viele kleine Zubehörteile, so Accessoires aus unserer Eigenproduktion, die wir eben auch in Spur N haben. Das gibt es auch alles in H0. Und natürlich auch die Konzeptbahnen, Anlagenbausätze. Und ich hoffe, dass alle eingefleischten N-Bahner mir das heutige Fremdgehen verziehen haben oder verzeihen werden. Es kommen ja dann auch wieder Spur N-Videos. Aber es ist schon schön, es hat schon was, dieses H0. Ja, und jetzt lasse ich ihn schneller fahren. Uiuiuiuiui.